Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute habe ich einen speziellen Gast und es ist nicht der Kerl da, sondern es ist der Roger Rehgeld. Ihr kennt ihn ja, Rauschebart, der nicht aus dem Rauschen kam, Herr des Reiseurins. Und es geht eigentlich nicht um eine Reiseperle, weil die Dinger die stehen ja mehr rum, aber der Roger, der hat ja ganz spezielle Reiseperle, sein Urin-Maxi, wo ihn schon, weiß ich wie lange begleitet, sozusagen nie eine Panne hat, während andere speziell dafür aufgebaute Hübel streiken und weiss ich was. Der Roger hat jetzt aber nochmal eine Maxi und das hat er mir versprochen. Sag wirklich jetzt mal eine Perle. Das ist jetzt nicht so abgekühlt, seine schwarze, eigentlich schon schöne Maxi N, aber halt wirklich kaputt gefahren. Er hat jetzt wirklich eine Perle klar gemacht, hat er gesagt. Er hat sich dort hinten versteckt. Ich muss einfach zweimal wie eine Schleiereule rufen und zweimal wie ein Waldfuchs. Funktioniert. Roger! Elias! Herr des Reiseurins, du hast mir Perlen versprochen. Bist du bereit für meine neue Perle? Was da? Lass das hure Tor wieder ab. Nein, komm, das macht mich hässlich. Nein, komm, hey, schau mal, Potenzial, ich sag das. Sieht zwar nicht so aus, aber die Substanz ist gut. Wie macht's, wenn das Video fertig bei uns? Gut. Und wenn ich gelernt habe, Lenker immer gerade, oder hat es geheißen, wie ein rechter Chopper. Wie hast du das gewonnen? Den habe ich günstig kaufen. Den hast du ganz sicher günstig kaufen. Hey, aber musst mal schauen, die Substanz ist voll gut. Der sieht aus wie ein Scheunenfund, aber abgesehen von der... Aber in einer Jury war er noch nie. He? Gut, ich sehe Magura, also das funktioniert noch sehr gut. Meine Fresse. Also wir haben einen Maxi S, das ist ja, das gefällt euch ja schon mal sehr gut. Maxi ist ja gefragt. EBA-Gabel. Ja. Nicht so gefragt. Wir reden nicht drüber. Alles ein bisschen hinüber, alles ein bisschen am Ende. Aber ich meine, es passt grundsätzlich zu dir. Also, es ist ja, hey, da wird kein Urin-Maxi, ich sag das. Also, mein Ziel ist, da einen schönen Maxi auszumachen. Einen schönen Maxi? Der andere behalte ich einfach so, wie er ist. Okay, ja, das darfst du natürlich nicht. Weil der läuft eigentlich gut und da ist eigentlich jetzt meine Substanz für eine neue Perle. Also ihr wisst ja vielleicht, der Roger, der lässt gern, also baut gern und lässt gern neue Perlen aufbauen. Oder dann einfach irgendwo anstellt, wie zum Beispiel sein Schau, wo noch nie mehr gefahren ist. Den lasse ich jetzt wieder mal laufen. Aber da, das Gute ist, es ist tatsächlich ein Österreicher, ist kein Italiener. Okay. Also nicht im Piaggio-Werk gemacht, sondern noch in Graz. Nein. Heisst, wir haben vielleicht nicht so viel Rost. Ich kann aber noch laufen. Ich kann gar nicht. Er drüllt noch. Aber ohne Vergaser wird es schwierig. Okay. Ich meine, also so, der Deckel ist noch dran. So mit dem Deckel vom Vergaser wird es wahrscheinlich nichts. Oh, da gehört da hoch. Aber ich tendiere, dass der Motor ein Vierlagergehäuse hat. Ja, komm, wir gehen einfach mal rein. Es ist nämlich kalt und es windet. Hebst du es? Ja. Ja. Stellst du denn vor? Kann ich schon sagen. Erzähl doch mal. Ich würde mal einen schönen Maxi machen, weil meinen würde ich eigentlich nicht auseinanderrupfen, neu machen, obwohl er es verdient hat. Ja, aber ja nicht anlangen. Aber den lasse ich eigentlich so, ja schaue, dass er alles tut, aber der läuft eigentlich recht gut und recht zuverlässig. Dann würde ich eigentlich meinen Reise-Maxi nicht auseinanderreißen. Und das sollte mal einen schönen Maxi geben. Darum ist das Ziel, zum komplett auseinandernehmen, Bestandesaufnahmen machen und dann schauen, was für einen Lack macht man, weil das Blau ist natürlich nicht so geil. Also wirklich komplett? Also komplett, Sandschalen, ja, lackieren, ja. Neue Teile? Ein Motor komplett neu aufbauen. Unauffällig. Aha, unauffällig sollte dran sein? Ja, ich würde ja mit dem rumfahren. Hast du gefilmt? Wehe fährt nicht rum. Wehe. Auch ein bisschen Custom drin, oder? Eher nicht im Fall. Motor auch komplett neu machen. Vielleicht mit dem 17 mm Vergaser. Unbedingt. Wir jetzt neu haben. Machen. Weißt du was? Wir labern gar nicht lang, wir lassen los, weil wir tun es nachher sowieso nur 13 Mal erklären, wenn wir es nicht machen. Die grosse Zange für Kabel, ist da die richtig? Geht dich da? Ich distanziere mich vom Rauschenden. Geht nicht. Geht echt nicht, weißt du, Mann? Ich würde ja jetzt das nie machen, ich als Person bin ja gegen so Zeug, aber der Roger will, dann will das. Mit Kabel. Roger, dann mache ich Mucke. Und jetzt kannst du Mucke machen.
Aber der Auspuff ist original, oder? Zigarre habe ich gedacht. Zigarre! Reso-Zigarre. Weißt du, wie auffällig? Ein bisschen Kompromiss musst du machen. Das ist eigentlich auch die beste, wie ihr vielleicht im Maxi-Auspuff-Video gesehen habt. Sidi verlinkt uns ist übrigens. Der Sidi ist jetzt hinter der Kamera. Nein! Roger hat jetzt gerade gesagt, er will hier eigentlich neu kaufen. Macht so weit Sinn, weil sie ein bisschen verwirrt sind. Wenn ihr aber das Gefühl habt, ihr macht einen Neuaufbau, lackieren lassen und alles schwarze Teile, alles beim Chrom geht, also wenn ihr alles schwarze Teile wollt, am besten behaltet ihr die alten, lasst alles lackieren oder pulvern. Dann habt ihr ganz sicher auch die gleiche Farbe an allen Teilen, weil je nachdem sind die einmal lackiert, einmal pulvert bei uns im Lager und die haben einfach verschiedene Schwarznuancen. Wenn ihr also wollt, etwas ganz sauber machen, alles nehmen, lackieren lassen und dann habt ihr es so sauber. Leg mich am Arsch, geh raus hier! Jetzt kommt der magische Moment, Roger, willst du? Ja, nein, kannst du, ich eben da. Gut. Was war vom heutigen Video? Hoffe, euch hat es gefallen. Nein! Dann ist morgen wieder. Ich gehe jetzt lernen, nehmen wir noch schnell den Motor auseinander. Nehmen wir wenigstens beides mal auseinander. Vielleicht sage ich den ja auch. Ja, wir füllen den einmal mit Wasser. Regst mich auf. Oh, schau, der Motor sagt auch. Roger! Hä? Die schöne Werkstatt! Nein, weißt du? Ah. Wie neu. Bedenklich. Den mal noch schnell auseinandernehmen, schauen, haben wir ein 4-Lager-Gehäuse oder ein 3-Lager-Gehäuse. Öl hat da kein drin. Haben Öl wir hat da gesehen. kein mehr drin. Wir können mal auf die Zündung legen. Können wir da aufmachen. Getriebedeckel wegnehmen und dann das Öl mal so ablassen. Wird jetzt wirklich nicht mehr viel drin haben. Beim eingebauten Motor, da ist die Öleinfüllschraube. Das Öl einfüllen, bis eigentlich das Öl da wieder anfängt rauszulaufen. Okay. Und dann vielleicht mal warten schnell, vielleicht verteilt sich das Öl noch ein bisschen. Kann man noch mal ein bisschen nachschütten, bis es wirklich eigentlich bündig ist mit der Schraube. Und dann stimmt das Niveau. Wenn wir wissen, wie es richtig geht, Tutorial-Channel, sind die verlinkt euch. Oh! Oh, da läuft Öl raus. Wieso hat denn da keine Scheibe drin? Wir sind die schmierigen Banditen. Ja, hör auf, wir haben mehr Öl anleeren, Mann! Hör auf! Hier wohnt die Zündung. Hallo! Das ist etwas, da brauchen wir eine geile Maxi-Halterung, also für den Motor, für verschiedene Motoren. Könnt ihr fixieren und dann könnt ihr am Drüllen und sauber am Motor arbeiten. Kupplung gibt es wahrscheinlich auch etwas Neues. Mal die noch anschauen, was da drin ist. Die ist auch noch geil, Aramid-Kupplung. Ich mache keinen Freudensprung. Oh, Der Krieg hat gesagt, ja, das gibt es so Kupplungen und das ist bekannt und das ist scheiße. Ich bin zufrieden mit dem Töffel, den du gekauft hast. Ja, ja. Löcher im Tank, Kupplungen, die scheiße sind. Jetzt schauen wir schnell das an. Die Kupplung bringen wir jetzt nicht weg, aber wir können den Motor gleich auseinandernehmen. Wir müssen ein bisschen basteln, aber es geht wahrscheinlich. Soll ich mal schauen, ob der Zylinderkopf wenigstens wegkommt? Ja. Nö. Weißt du wieso? Weil wir alle Mutter gelöst haben. Beim Lösen da, ich probiere mal eine anzulösen, vielleicht geht's. Geil. Hey, wie neu! Wie neu! Ich habe keine 2 Gewinnstänge nie gemacht. Oh nein. Schon kleist vorher hocken. Stellt sich als Perlen raus. Also die meisten, etwa die Hälfte ist gegangen so. Und bei den anderen Schrauben müssen wir jetzt eben das Spezialwerkzeug, das Elias geholt hat. Ja, und jetzt? Gefällt dich das? Ja, jetzt geht's. Ja, ja. Geil. Das Werkzeug müsst ihr haben. Wirklich eines der geilsten Werkzeuge, die es gibt. Der Schafsriegel der Nase. Yes! Der Ruinenroger, Mann. Das ist dein neuer Name. Schraube rausnehmen. Ich bin nervös. Da unten jetzt Ich muss rennen. Jeder mit mir noch. Scheiße. Klassiker, eine vergessen. Da kann ich es auch bewegen. So, der Roger ist hier mit seiner Ruine noch dran. Er wirkt das Gehäuse sicher noch auseinander für uns. Das Video ist aber hier fertig. Also, ja, ihr seht den Roger schon noch das Ding auseinandernehmen. Was anderes sagen. Ich verpiss mich jetzt aber hier in diesem Video. Mach jetzt gut, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder, wenn der Roger regelt. Und bis bald. Ciao. Roger, du kannst da noch ein bisschen, machst noch ein bisschen, gell? Ja, nein, nächstes Mal sehen wir den Motor, wenn er auseinandergenommen Nein, nein, du machst das schon noch. Weißt du, für den Abspann. Für den Abspann. Ciao! Tschüssi. Also, jetzt können wir es aufdecken. Der Elias ist weg. Es war ein Test für ihn, ob er es checkt oder nicht, weil er ist ja Produktmanager und das sollte ein Produktmanager eigentlich wissen. Die Zündung war noch drin, habe ich drin gelassen.
als Test für die Elias übercheckt, dass die 3 Schräubchen noch das Gehäuse zusammenheben. Hat er nicht gemacht und darum habe ich die jetzt schnell gelöst. So. So, Scheiße. Gleich ein 3-Lager-Gehäuse. Das ist jetzt nicht so cool. Ich habe gehofft, es sei ein 4-Lager. Und da müssen wir jetzt eine Lösung finden.